Bevor ich mich auf das Motorrad schwinge, habe ich noch versprochen, euch meinen Lieblingsplatz in Betty Hill zu zeigen. Dafür habe ich extra für euch schon um 6 Uhr das warme Bett verlassen und habe mich auf die noch einsamen Straßen des verschlafenen Ortes begeben. Aber das mache ich natürlich gerne, denn die Aussicht lohnt sich. Guten Morgen. Heute bin ich extra ein Stückchen früher aufgestanden, um mir diesen Viewpoint von Betty Hill noch einmal anzuschauen. Ausblick ist der Wahnsinn, wie ihr sicherlich seht. Die Tour heute führt uns wieder südwärts, das heißt, ich habe den nördlichsten Punkt meiner Schottlandreise jetzt erreicht. Und heute geht es 311 Kilometer Richtung Süden. Da gibt es vor allem Landschaft zu sehen, aber wir werden unter anderem auch durch Ullapool fahren. Gucken, was es dort so zu sehen gibt. Willkommen zum dritten von 4 Teilen auf meiner Tour durch Schottland. In den 2 Tagen in diesem Teil fahre ich von Betty Hill über Gairloch bis nach Dorney. Ab heute geht es von meiner nördlichsten Unterkunft in Betty Hill für meine restliche Tour nur noch südwärts. Vielfach auf der Panoramastraße NC 500 geht es heute rund 300 Kilometer, unter anderem durch Ullapool bis nach Gairloch. Der zweite Tag führt die legendäre Strecke nach Applecross und anschließend über den spektakulärsten Pass in Schottland bis nach Dorney. In Dorney bleibe ich dann 2 Nächte, um die Insel Skye zu erkunden und mir ausgiebig das pittoreske Eilean Donan Castle anzuschauen. Mit ein wenig Herzschmerz verlasse ich Betty Hill, denn man weiß ja eigentlich nie, ob man einen Ort noch einmal in seinem Leben wiedersehen wird.
Wer die teils menschenleeren Gegenden in Schottland sieht, könnte meinen, dies sei unberührte Natur. Leider könnte man kaum falscher liegen. Caledonia, die lateinische Bezeichnung der Römer für Schottland, heißt so viel wie Wald auf den Höhen. Das lässt schon erahnen, dass es hier einmal ganz anders ausgesehen hat. Schon seit der Steinzeit siedeln hier Menschen und die holzen im großen Maßstab die gigantischen Waldflächen ab, um Feuerholz zu gewinnen, Holzkohle zu produzieren, Eisen zu verarbeiten oder ganze Schiffsflotten zu bauen. Die weiten Steppen, die mit Heide oder gelbem Stechginster bewachsen sind, werden von den zahllosen Schafen und hohen Rotwildbeständen weitgehend von Bäumen frei behalten, da jeder aufkeimende Baum umgehend gefressen wird. Die hohe Dichte an kapitalen Hirschen ist zudem auch kein Zeichen für eine intakte Natur. Sie werden hier quasi herangezüchtet für den äußerst lukrativen Jagdtourismus. Dennoch gibt es auch starke Naturschutzbemühungen der Schotten in Nationalparks, die verbleibenden Baum- und Wildtierbestände zu schützen und auszubauen. Die Artenvielfalt rund um Steinadler, Moorhuhn, Otter, Wildkatze und Co. soll so eine Zukunft ermöglicht werden. Auch um die Gewässer ist es noch vergleichsweise gut bestellt. Schottland zählt 200 Lachsflüsse, die zum größten Teil als unverschmutzt gelten.
Der auch als Wailing Widow Falls bekannte Wasserfall ist nicht weit entfernt von der NC 500 und kann nach einem kurzen Fußweg von unten oder oben betrachtet werden. Je nach Wetter kann der Weg aber eine kleine Rutschpartie werden. Trittsicherheit ist in jedem Fall empfehlenswert. Der 30 Meter hohe Wasserfall verdankt seinen Beinamen einer Legende. Demnach stürzte ein Jäger bei nebligem Wetter hier in den Tod. Seine Leiche wurde von seiner Frau hier entdeckt, eben der weinenden Witwe. Das Motorradfahren hier empfinde ich übrigens meist als äußerst meditativ und ich kann Schottland auch Motorradanfängern als Reiseziel empfehlen. Die Straßen sind oft gut ausgebaut und der Straßenbelag ist meist sehr rau und auch bei Nässe entsprechend griffig. Dazu kommt, dass man nicht andauernd auf sein Navigationssystem schauen muss. Gerade in den Highlands gibt es oft gar nicht so viele Abbiegemöglichkeiten, dass man aus Versehen mal eine verpassen könnte. Die Single-Track-Roads, also die einspurigen Straßen, sind oft ein Zeichen dafür, dass es Gott sei Dank nicht so viel Verkehr gibt. Ist doch mal jemand vor oder hinter einem, der eine andere Reisegeschwindigkeit bevorzugt, nutzt man die Passing Places.
Als Motorradfahrer wird man meist an so einem Ausweichpunkt von einem vor einem fahrenden Fahrzeug vorbeigewunken. Habe ich jemanden im Rückspiegel, der es eiliger hat, halte ich kurz in einem Passing Place an und winke ihn oder sie vorbei. Kommen sich zwei Fahrzeuge entgegen, wartet der am nächsten an einem Passing Place dran ist. Oft warten Autos, Lastwagen und Camper aber auch und signalisieren einem auf dem Motorrad, dass man weiterfahren kann und sie einen durchlassen und warten. Beim Thema Linksverkehr kann man schwer pauschalisieren. Ich komme mit dem Wechsel auf den Linksverkehr meist gut klar, mit dem Motorrad nochmal deutlich besser als mit dem Auto. Etwas schwieriger sind der Stadtverkehr und die vielen Kreisverkehre hier. Insgesamt fahren die Einheimischen aber zuvorkommend und verzeihen Ausländern auch mal ihre Unerfahrenheit und gewähren Vorfahrt, wo man keine hat. Häufiger als dass ich mich im Linksverkehr vertue, passiert mir das, wenn ich zurück in Deutschland bin. In einem unkonzentrierten Moment muss ich dann kurz im Kreisverkehr überlegen, wie rum ich hineinfahren muss. Ich weiß, dass es anderen Leuten mit dem Linksverkehr ganz anders geht. Schreib mir doch gerne mal deine Erfahrungen und Anekdoten mit in die Kommentare. In Gerloch habe ich ein Hotel, das nur durch die Straße vom Meer getrennt ist. Sogar mein Zimmer hat wieder Meerblick.
Aber bevor es dunkel wird, gehe ich noch einmal direkt ans Wasser, denn so oft habe ich nicht die Gelegenheit, direkt und ungestört am Meer zu stehen. So kann der Morgen doch beginnen, oder? Heute geht es von Gerlach nach Dorney, das sind nur 160 Kilometer. Unter anderem geht es dabei am Applecross vorbei und dem Berlach Nabar Pass. Das ist der höchste befahrbare Pass in Schottland. Und ja, dann gucken wir uns wahrscheinlich noch Don Eileen Castle an. Das ist das Schloss, das man aus einigen Filmen kennt, unter anderem aus dem Highlander-Film. Die schottischen Victoria Falls, nicht zu verwechseln mit ihrem großen Vorbild in Afrika. Ja, die Victoria-Fälle des Sambesi an der Grenze zwischen Simbabwe und Namibia gehören zum Weltnaturerbe der UNESCO und dürften noch einmal deutlich beeindruckender sein. Immerhin gibt es eine thematische Verbindung. Die Wasserfälle in Afrika wurden von einem Schotten für die Europäer entdeckt, dem Missionar und Afrikareisenden David Livingstone. Nach ihm benannt ist auch die Stadt, die auf der Seite von Namibia an den Wasserfällen liegt. Eines der Ziele, die die meisten Schottlandreisenden auf der Liste haben dürften, ist sicherlich die Halbinsel Applecross. Dort, wo der Fluss Applecross in die Applecross-Bucht mündet und wo die meisten Leute dann einfach an einer Häuserreihe an der Shore Street halten, fragt sich vielleicht mancher, was ist denn nun Applecross und was hat das alles hier überhaupt mit Äpfeln zu tun? Nun, es ist kompliziert. Eigentlich wird eben die gesamte Halbinsel Applecross genannt.
Der Name ist schon rund 1300 Jahre alt und leitet sich vom piktischen Namen Apor Crossan ab. Das bedeutet wohl so viel wie Zusammenfluss des Flusses Crossan. Er hat also nichts mit Äpfeln zu tun. Bis ins frühe 20. Jahrhundert war Applecross nur per Boot erreichbar. Später über die legendäre Belnachna Bar Passstraße. Sie gehörte damals zu den schwierigsten Straßen in Schottland. Über diesen Pass fahre ich auch noch, aber ich komme zuerst von Norden, von der Küstenstraße über Torridon. Die Häuserreihe an der Küste selbst ist einigermaßen unspektakulär, aber wegen ihrer berühmten Lage ist die Gastronomie hier gut besucht.
Nun geht es über die berühmt-berüchtigte Belnachnabar Passstraße. Der 626 Meter hohe Belnachnabar Pass ist der höchste befahrbare Pass in Schottland. Belnachnabar heißt so viel wie Viehpass, so wie ich gelesen habe. Nun, ich war da irgendwie falsch informiert. Der Belnachnabar Pass ist nicht der höchste befahrbare Pass in Schottland, aber schon recht spektakulär. Der Kenwell Pass, über den ich im ersten Teil dieser Videoreihe fahre, ist 44 Meter höher, aber fühlt sich kaum nach Passstraße an.
Nachdem ich den Pass gemeistert habe, geht es gemütlich weiter bis zur Unterkunft nach Dorney. Eines der meistfotografierten Schlösser in Schottland ist sicher Eilean Donan Castle. Strategisch günstig liegt es an 3 Seen auf einem Felsen, der eigentlich nur bei Ebbe erreichbar war. Heute kommt man auch bei Flut über eine steinerne Brücke trockenen Fußes zum Schloss. Nachdem das Schloss selbst für Besucher geschlossen hat, komme ich noch einmal her, um den Anblick in Ruhe zu genießen. Meine Unterkunft ist fast um die Ecke, ein echter Luxus. Im nächsten Teil geht es dann noch auf die Insel Skye, außerdem fahre ich weiter nach Glasgow und trete langsam aber sicher meine Heimreise an. Schaltet also wieder ein!